Große Meerwasseraquarien jenseits der 1000 Liter besitzen einen ganz eigenen Charme. Doch abgesehen von den meist höheren Anschaffungskosten frage ich mich, wie intensiv hier der Pflegeaufwand im Verhältnis zu normal großen Heimaquarien ist. Ich habe halt einen Pickel bekommen. Ich fühle mich eh so, als würde ich so eine JS-Aquaristik-Folge drehen. Natrop. Lustige mich geblendet. Ja, sind eure Softboxen nicht so hell? Ja, wir benutzen die fast gar nicht. Echt? Ich mag das, wenn du beleuchtet bist. Hast du auch HD-Schminke für mich? Ja. Ich hab halt einen Pickel bekommen, hier direkt auf der Nase heute Morgen. Echt, ey. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Neben mir steht jemand, den vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen hat. Vielleicht. Du bist der mit dem Meerschweinchen-Channel. Richtig, genau. Aha. Jonas ist heute bei mir und wir sind zusammen beim Jörg, der da hinten sich ins Fäustchen lacht. Der will nämlich nicht vor die Kamera. Ihr habt dieses Becken schon mal gefilmt. Ja. Von daher, genau. YouTube kennt dieses Aquarium. Also es ist 4 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter. Okay. Also ganz einfach zu rechnen auf 4 Kubikmeter. Das Leuchtet damit. Heute geht es um Pflegearbeiten, denn es ist immer wieder interessant zu sehen, wie sich das unterscheidet zu so einem normalen 200-Liter-Becken, was der eine oder andere vielleicht auch zu Hause kennt. Wir gucken das uns im XXL-Format an, Genau. was man da beachten muss, damit ihr auch wisst, wenn ihr euch das 4 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter Becken bestellt, was ihr da einfach zu beachten habt oder wenn euch die Thematik auch einfach interessiert. Wer bist denn du? Ja, schönen guten Tag. So, jetzt filmt dich mal jemand anderes heute. Ja, Kollege. Ich kann richtig nah rangehen, ganz peinliche Geschichten machen. Was sind denn so die 3 typischen Arbeiten, die ich so alle paar Tage mit so einem Becken mal machen sollte? Ganz wichtig ist hier gerade bei so einem großen Becken auf jeden Fall Scheiben putzen. Wir haben das jetzt wieder gehabt, der Jörg hatte ein bisschen viel zu tun und dann setzen sich halt hartnäckige Algen an diese Scheiben dran. Und das ist richtig Arbeit bei so einem großen Becken, weil man auch nicht mal eben mit der Hand rein kann, mit so einem Kratzer oder so, man kommt nicht in jede Ecke rein. Hier ist das richtig Arbeit mit diesen Magneten hier, die Scheibe wieder sauber zu kriegen. Ne? Warum hast du da so Algen? Sind das bestimmte Stoffe im Wasser, die immer wieder die Algen produzieren? Oder ist das Sonnenlicht, was da drauf trifft? Also es ist halt einfach so, wir haben über einem Meerwasserbecken sehr, sehr viel Beleuchtung. Ne? Wir brauchen eine große Beleuchtungsintensität, damit die Korallen schön wachsen können. Und eigentlich jede Oberfläche im Meerwasseraquarium wird von Algen besiedelt. Das sind sowohl die Steine als auch die Scheiben und so wird es auch bei der Frontscheibe sein, weil das ja eigentlich nacktes Material ist, wird das halt einfach immer sehr, sehr schnell bewachsen. Einmal in der Woche muss man eigentlich mindestens ran, manchmal sogar auch öfter. Das kennt man ja auch in kleinen Becken. Also Genau, richtig. Das ist das Gleiche. Der Unterschied ist eigentlich nur, dass man in einem kleinen Becken mal eben mit der Hand rein kann, mit so einer Rasierklinge oder was, mal eben die Scheiben so sauber machen kann, auch wenn man mal geschludert hat. Das funktioniert jetzt hier nicht so gut, weil man halt einfach nicht bis unten vernünftig hinkommt. Man hat auch nicht so die Kraft, um bis in die Ecken irgendwie mit so einer Stange die Scheiben dann vernünftig sauber zu kriegen. Okay, jetzt sind wir einmal im Technikbereich, Genau. der direkt unter dem Aquarium liegt. Ja, genau. Also hier oben kommen die Leitungen runter. Das sind quasi die Verbindungen zum Becken oben. Diesen Technikbereich, den haben wir jetzt vor einiger Zeit neu gemacht. Da gibt es auch ein Video. Falls jemand das, genau. Ich fühle mich eh so, als würde ich so eine JS-Aquaristik-Folge drehen. Lässt sich kaum ändern. Ist so. Falls es jemand interessiert, wie sowas entsteht hier, da haben wir ein Video zu gemacht. Kannst du ja verlinken oder Mach ich. Wenn dann hier. Okay, also. So wie es jetzt hier aussieht, ist es ja
vorsichtig gesagt, bei den wenigsten zu Hause. Die meisten haben ja entweder die Technik im Aquarium oder eben direkt darunter. Ja. Was habe ich denn für einen Vorteil, wenn ich wirklich bei so einem großen Becken das alles mal komplett separat mache? Also das Schöne ist natürlich, wenn man im Keller wie hier sowas hat, dass erstmal Lautstärke keine Rolle spielt. Ne? So ein Abschäumer, der kann ja ruhig ein bisschen laut, dann stört ja immer so klein. Ne? Deswegen haben wir auch dieses Hintergrundgeräusch hier. Das geht natürlich auch leise, wenn es im Unterschrank sein muss. Also das ist schon mal so ein Vorteil, wenn man so einen großen, schönen Bereich hat, dass man nicht auf alles so penibel achten muss. Pflegearbeit Nummer 2. Ist eigentlich, würde ich sagen, fast bei jedem Becken gleich, aber bei großen Becken auf jeden Fall aufgrund der Vielzahl und des Wertes an Korallen noch ein bisschen wichtiger ist auf jeden Fall Wasserwerte kontrollieren. Also Wasserwerte kontrollieren, gleichzeitig mit Dosierpumpen einstellen oder Kalkreaktor oder was auch immer man hat, ist für mich auf jeden Fall super wichtig, weil es gibt bestimmte Stoffe im Meerwasseraquarium, die die Korallen einlagern, und wenn diese Stoffe aus dem Wasser rausgezogen werden, dann kann man ganz schnell ein Problem kriegen, nämlich die Korallen, die können davon kaputt gehen, und deswegen auf jeden Fall darauf achten. Auch schön hier ist, wenn man viel Platz hat, also man kann die Filter gut zugänglich stellen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir werden hier in so einem kleinen Unterschrank drin und man muss an diese ganzen Filter ran, das kann schon mal sehr kompliziert sein, das ist bei so einem großen Becken echt einfach zu machen. Das heißt, man muss hier mal Filtermaterialien wechseln. Das sind solche geschlossenen Systeme, wo verschiedene Materialien reinkommen, die dem Wasser entweder Sachen entziehen oder hinzugeben. Und wie gesagt, da kann man hier ganz einfach ran. Das hier ist ein Abschäumer. Das ist übertrieben gesagt der Hauptfilter eigentlich, ja, bei den Aquarien, wie wir die betreiben. Ja, sieht man jetzt hier schon, der ist relativ dreckig. Ist natürlich auch ein Vorteil, wenn der so im Keller steht, dann muss man da nicht so drauf achten. Der muss auf jeden Fall sauber gemacht werden. Wie oft muss ich den sauber machen? Wann leere ich so einen Abschäumer? Das kann sehr unterschiedlich sein tatsächlich. Also es gibt Phasen in einem Meerwasseraquarium, da muss man relativ oft ran. Das kann manchmal am Anfang so sein, dass man fast täglich ran muss. Dann gibt es aber auch Zeiten, da reicht es einmal in der Woche, ne, oder alle 2 Wochen sogar. Also kann man ja fast schon sagen, dass wenn man so ein großes Becken hat, die Pflege des Technikbereichs sogar ein Ticken einfacher ist, wenn man es so separiert aufbaut wie hier. Ja, muss nicht so sein. Wenn man jetzt so ein Riesenbecken hat und man hat die Technik im Unterschrank drin, dann kann es auch echt komplizierter sein. Muss man wirklich sagen. Nummer 3. Eigentlich ganz simpel. Erscheint einem jetzt relativ komisch vielleicht. Aber eine Sichtkontrolle. Also dazu zählt dann natürlich zum einen Technik. Pumpen, laufen die Abschäumer, klappt das alles. Aber auch die Tiere angucken. Und da meine ich jetzt gar nicht so die Fische, sondern eher die Korallen. Also die Korallen, die haben Polypen. Wir können das jetzt hier sehen, zum Beispiel bei dieser grünen, wo die ganzen Fische hier rumhängen. Da sind Polypen, und bei einer Koralle, der es gut geht, ganz übertrieben gesagt, sind die eigentlich draußen. Wenn wir jetzt hier hingehen und gucken uns ein paar Korallen an, dann sehen wir, dass die eigentlich alle die Polypen draußen haben. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wenn man jetzt jeden Tag mal eben über sein Becken drüber guckt und sieht, aha, so, die Korallen sind alle schön offen, denen geht's gut, dann heißt das schon eine ganze Menge. Außerdem können wir an den Korallen auch sehen, wenn die sich verfärben, zum Beispiel ins Bräunliche rein oder ins Gräuliche oder die werden hell, dann kann man als erfahrener Aquarianer, sage ich mal, sehen, wie bestimmte Wasserwerte im Becken sind. Das dauert einige Zeit, bis man das mal raus hat, aber eigentlich kann man über die Optik der Korallen eine ganze Menge sehen. Von daher ist das auf jeden Fall Punkt 3, Sichtkontrolle, immer schön gucken, ob alles in Ordnung ist. Ich finde es immer schön, mal so 2-3 Minuten für mich alleine mit dem Becken zu haben, wenn ich irgendwo filmen bin. Und was mir auffällt, ist, dass hier verdammt viele Anemonenfische unterschiedlicher Arten zusammen abhängen. Noch ein Riesenvorteil, wenn man ordentlich Platz hat, ist ganz einfach, dass man sich die Nachfüllbehälter, dass man die sich größer auslegen kann. Dieser Behälter hier zum Beispiel, der enthält Osmosewasser. Osmosewasser ist eigentlich im Grunde fast das gleiche wie destilliertes Wasser, aber dieser Nachfüllbehälter hier, der hat einfach eine gewisse Reserve, da muss man sich nicht so oft drum kümmern. Und jetzt ist das sogar so, dass der sich automatisch noch selber befüllt. Das ist in einem kleinen Aquarium auch nicht so einfach. Jetzt ist hier ein Wasseranschluss und eine Osmoseanlage, die man hinhängen kann. Also total simpel, muss man sich eigentlich fast gar nicht mehr drum kümmern. Auch was den Wasserwechsel angeht, ist es natürlich ein bisschen was anderes. Und da kann der Jörg auch sehr froh sein, dass er diesen Keller hier hat. Weil wenn man diese Tonnen hier im Wohnzimmer aufstellen müsste,
Naja, da gibt es bestimmt die eine oder andere Frau, die ein bisschen meckern würde. Ist natürlich was anderes, ne? Beim 200 Liter Becken nimmt man 20 Liter Eimer. Hier nimmt man 200-300 Liter Tonnen. Das ist halt so. Würde es Sinn machen, weil wir jetzt sagen, okay, so ein Technikbereich ist viel pflegearmer, auch bei einem kleinen Becken so einen Aufwand zu betreiben? Grundsätzlich würde ich schon sagen, macht das Sinn, wenn man den Platz hat, zum Beispiel die Technik in einen anderen Raum zu verlegen, weil es kann sehr mühselig sein, in einem kleinen Unterschrank mit dieser Luftfeuchte und allem das so am Laufen zu halten. Es ist immer schön, wenn man Platz hat, um sein Hobby auszuleben, also von daher würde ich sagen, ja. War das nicht das Rohr, was ein bisschen undicht oben war? Ja. Dinge durchsägen gehört auch zu den alltäglichen Arbeiten an einem Aquarium. Auf jeden Fall. Ab wie viel Litern? Das wird schwer zu sagen. Fakt ist, dass so eigentlich alles an Werkzeug unter Meerwasser nur leiden kann. Alles rostet und wird dreckig und man kriegt es nicht mehr sauber. Also hast du eine Titansäge? Nee, ich kaufe einfach andauernd noch. Also dieses Ding hier, das ist defekt. Und das ist ein Fließfilter. Das ist ein Fließfilter. Ist wie so ein Papier, sagen wir mal, was grob gesagt Schmutzpartikel aus dem Wasser rausfiltert, bevor überhaupt das Wasser in den eigentlichen Filter reinkommt. Ja, hier ist jetzt der Motor kaputt und da kommt man sehr schwer dran. Und deswegen werden wir jetzt hier einiges tauschen einfach. Und dann hoffen wir, dass das alles wieder so läuft. So Leute, lasst uns doch mal zusammenfassen. Wir haben Scheiben sauber machen. Haben wir im kleinen Becken auch. Wir haben Wassertests machen. Haben wir auch. Und wir haben das ganze Becken und das ganze System mit Korallen etc. pp. Im Auge behalten. So wie in einem kleinen Aquarium auch. Genau. Die Schlussfolgerung ist also, selbst wenn ihr euch einen so großen Pott wie der Jörg hier ins Wohnzimmer ballert, muss es nicht heißen, dass ihr auch automatisch einen massiv größeren Arbeitsaufwand habt. Gut ausgenommen von irgendwelchen Spezialfällen gebe ich dir dazu 100% recht. Du hast halt eine größere Scheibe, die du putzen musst. Genau. Du hast natürlich einen größeren Abschäumer, den du sauber machen musst. Solche Geschichten, es ist ein bisschen größer. Aber so die Basics, was man ja oftmals denkt, dass das immens viel mehr Aufwand ist, halten sich eigentlich ganz gering. Ja, genau. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch was mitnehmen konntet aus dem Video. Schaut gerne beim Jonas bei JS Aqua vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Jo, ciao. Ciao, ciao.